Mit der neuen Erweiterung SkyTeam Turbulenzen wird das kooperative Brettspiel noch spannender und herausfordernder. In diesem Video erkläre ich euch die wichtigsten Neuerungen und Module. Falls ihr die Regeln von SkyTeam noch nicht kennt, dann kann ich euch das Video von Jan von Brettspiele erklärt empfehlen. Diese Erweiterung bietet 20 neue Szenarien und neue Module. Fangen wir mit den Modulen an. Ein zentrales neues Element sind Alarme, die eure Systeme beeinträchtigen können. Zu Beginn des Spiels wird die Alarmtafel neben das Cockpit gelegt. Die Alarmmarker werden gemischt und verdeckt auf die Felder der Alarmtafel gelegt. Wenn zu Beginn eurer Runde ein Alarmsymbol in eurer aktuellen Position erscheint, wird ein verdeckter Alarmtoken aufgedeckt. Der entsprechende Bereich des Cockpits kann nicht mehr genutzt werden, bis der Alarm behoben ist. Um einen Alarm zu beheben, müsst ihr einen Würfel mit der richtigen Farbe und Zahl auf den Alarmtoken platzieren. Dieser Würfel kann in dieser Runde nicht mehr verwendet werden, steht aber in der nächsten Runde wieder zur Verfügung. Die entsprechende Aktion im Cockpit kann nun wieder genutzt werden. Alarmmarker verhindern nicht die Landung. Das Flugzeug kann auch mit aktiven Alarmen sicher landen. Wenn wir einen Alarm auf Konzentration haben, dürfen wir keine Würfel auf Konzentrationsfelder legen. Außerdem verhindert das die Produktion neuer Kaffeemarker. Bereits vorhandene Kaffeemarker können aber weiterhin genutzt werden. Achtet dabei darauf, dass mit der Spezialfähigkeit Kontrolle auch keine Kaffeemarker generiert werden, auch wenn ihr die Konzentrationsfelder dabei nicht verwendet. Sind bereits alle Alarmmarker aufgedeckt, passiert nichts, wenn ein weiteres Alarmsymbol aufgedeckt werden sollte. Totales Vertrauen. Dieses Modul testet eure Kommunikation mit den Würfeln. Erscheint das entsprechende Symbol im Szenario, müsst ihr die strategische Diskussionsphase überspringen und direkt würfeln ohne Absprache. Somit spielt ihr das ganze Szenario durch, ohne euch einmal abzusprechen. Beim Höhe 5000 Modul wird der Zeitdruck erhöht, indem ihr das Spiel bei 5000 Fuß statt bei 6000 Fuß Flughöhe beginnt. Dabei wird die 5000er Position als Startposition auf der Höhenleiste verwendet. Dies bedeutet, ihr habt eine Runde weniger Zeit für die Landung. Außerdem verliert ihr das Neuwurfplättchen, das normalerweise zu Beginn auf der 6000 Fuß Position liegt. Darüber hinaus gibt es 2 neue Höhlenleisten mit je 2 verschiedenen Seiten mit verschiedenen Buchstaben. Diese findet ihr auf den Szenarien wieder und funktionieren so. Wenn ihr auf einer Höhe mit schlechter Sicht beginnt, dann dürft ihr in dieser Runde nur 2 statt 4 Würfeln pro Runde würfeln. Nach jedem platzierten Würfel bekommt ihr einen neuen Würfel. Somit habt ihr immer nur 2 Würfel zur Auswahl. Falls ihr bei einer Höhe mit Turbulenzen seid, müsst ihr jedes Mal, nachdem ihr einen Würfel platziert, alle verbliebenen Würfel neu würfeln. Dies erschwert die Planung erheblich, kann aber auch einen vorherigen schlechten Wurf verbessern. Außerdem gibt es noch die Kombination zwischen schlechter Sicht und Turbulenz. Dies ist besonders fordernd, da ihr nur 2 Würfel habt und nachdem ihr einen Würfel platziert habt, müsst ihr beide Würfel neu würfeln. Als kleiner unoffizieller Tipp am Rande, wenn ihr das wollt, könnt ihr auch die alten Szenarien mit neuen Höhenleisten spielen. Zusätzlich bietet die Erweiterung noch szenariospezifische Regeln mit einzigartigen Herausforderungen. Tertieller Insel Szenario simuliert eine spannende Notlandung ohne Treibstoff. So baut ihr das Szenario auf. Als erstes werden alle Triebwerke deaktiviert. Dazu legt ihr 2 Praktikantenmarker verdeckt auf die Triebwerkfelder. Diese Felder können nicht mehr für Würfel genutzt werden. Die Triebwerkaktion ist aber dafür nicht mehr verpflichtet. Dafür dürfen beide Spieler aber nur 3 Würfel einsetzen, aber alle 4 Würfel würfeln. Zusätzlich gibt es spezielle Gleitflugregeln. Am Ende jeder Runde schiebt ihr die Entfernungsleiste und Höhenleiste ein Feld nach unten. Dies simuliert konstanten Sinkflug ohne Triebwerke. Achtet dabei auch, die anderen Module von dem Szenario mit einzubauen. Beim Chopin-Flughafen Warschau klemmt das Fahrwerk und eine Bruchlandung ist erforderlich. Beim Aufbau legt ihr 3 Praktikantenmarker verdeckt auf die Fahrwerkfelder. Diese Felder können während des gesamten Spiels nicht genutzt werden. Der blaue Aerodynamikmarker bleibt dadurch fest auf der 5. Zusätzlich entfernt ihr die 3 Alarmmarker, auf die nur orange Würfel kommen, sodass ihr nur mit diesen 3 Alarmmarkern spielt. Zusätzlich gibt es noch die Regeländerung, dass ihr die Fahrwerkschalter nicht zum Landen aktivieren müsst. In diesem Szenario wird die Bremse normal benutzt, repräsentiert aber jetzt Spoiler, Umkehrschub etc. Beim Sea Ice Runaway in der Antarktis landen wir auf einer Eispiste. Beim Aufbau nehmen wir das Windmodul, aber drehen es umgekehrt ein, sodass die Pfeile nach unten zeigen statt nach oben. Dies simuliert die starken antarktische Gegenwinde. Zusätzlich werden statt den üblichen Flugzeugmarker Pinguinmarker verwendet. Diese werden genau wie die Pinguinmarker auf der Entfernungsleiste platziert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SkyTeam Turbulenzen das Basisspiel um spannende neue Mechaniken erweitert, die das Flugerlebnis noch immersiver machen. Die neuen Module können einzeln oder kombiniert verwendet werden, wodurch sich der Schwierigkeitsgrad individuell anpassen lässt.
Besonders die Alarme und Wetterbedingungen fügen eine neue taktische Ebene hinzu, die das kooperative Spielerlebnis noch intensiver machen. Die Erweiterung richtet sich vor allem an erfahrene Skyteam-Spieler, die eine größere Herausforderung suchen. Die verschiedenen Szenarien bieten dabei eine tolle Abwechslung und simulieren realistische Notsituationen, die nur durch perfekte Zusammenarbeit gemeistert werden können. Für mich eine klare Kaufempfehlung für Leute, die nicht genug von Skyteam bekommen können.